Hey du und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge KLOW. Für dich ist jetzt schon wieder eine Woche her, für mich gerade mal, wenn ich auf die Uhr schaue, eine halbe Stunde etwa. Wir hatten ja letzte Woche den Melvin bei uns gehabt. Jetzt ist der Fabian da bei uns. Wer ist der Fabian? Der Fabian, vielleicht sehen das schon. Ihr fragt euch, wo ist der Fabian, wenn er nicht da drin ist. Er erzählt euch nachher gerne mehr. Ich finde es allgemein mega spannend, das Thema, weil ich auch Berührungspunkte mit dem hatte. Erzähle ich euch nachher auch mehr. Und bevor ich euch wieder zu Tod labere, lassen wir doch am besten mal rein. Ja, Maui, merci für die Begrüßung heute zusammen. Ich bin der Fabian, ich bin 25. Ich habe den Big Boss im Studium kennengelernt, von sozialer Arbeit. Ich bin jetzt gerade noch im Praktikum und kurz vor dem Abschluss. Und mir ist die Frage gestellt worden, warum bin ich da? Offen gestanden, das finde ich jetzt auch raus, zusammen mit euch. Ja, ich bin gespannt, was das Gespräch bringen wird und freue mich schon. Let's go! Schön sind wir wieder da. Schön bist du wieder da. Neue Folge. Wieder 7 Tage rum. Ich habe es vorher schon gesagt, bei mir eine halbe Stunde. Wenn ihr gut aufgepasst habt und zugelassen habt, eben, nehmen wir mal heute im Gesamten 3 Podcasts auf. Einmal den Melvin, jetzt haben wir den Fabian da. Hallo zusammen. Nach dem Fabian kommt nochmal jemand, sehen wir dann nachher. Oder sprich in 7 Tagen. Kurze Einstiegsfrage, Fabian. Du weißt es noch nicht. Du hast selber auch einen Podcast. Richtig. Du hast da ein bisschen gesehen, wie es bei uns so läuft. Niemand mit Bild filmen. Was hast du da so für Gedanken gehabt? So, Scheiße, Mann, aufwendig oder? Ja, effektiv. Du hast voll Nagel auf den Kopf gehauen. Wir sind ohne Kamera unterwegs. Wir sind meistens mit einem Kollegen in der Stube. Und das heisst wirklich ein Laptop, 2 bis 3 Mikrofons. Und dann beide meistens noch irgendwas in der Schlappertrainerhose und so. Kaum eine Stunde wach. Aber ja, nein, es sieht mega professionell aus da. Ich habe eine eigene Kamera. Crazy. Ist geil. Ja, voll. Freue mich. Yes. Magst du gerade erzählen, wo finden wir deinen Podcast? Über was redet ihr dort? Ja, gerne. Also unser Podcast ist eigentlich so ziemlich überall, wo man suchen kann. Wir sind auf Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube. Und er heisst Wheel Talk. Wheel Talk darum, weil ich ja im Rollstuhl bin und so ist es auch der Kollege, der das mit mir zusammen macht. Und das Konzept ist eigentlich wirklich über alltägliche Sachen zu reden, die man als Rollstuhlfahrer erlebt. Manchmal ein bisschen weniger alltäglich, aber gleich nah am Leben so vom Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerin. Und wir haben eben schon vorher darüber geredet, so ein Thema Sicherheitskonzept. Thema Zugang ÖV ist viel diskutiert worden. Wie gehen wir in die Ferien, Festivalbesuche und so weiter. Genau. Ich probiere natürlich heute für dich genau all seine Folgen in 30 Minuten jetzt zu packen. Dass wir dort nicht mehr schauen. Nein, das ist nicht das Ziel. Nein, aber hey, ich sehe es schon in den Kommentaren. Hey, schreib doch gerne mal rein. Maui, warum bist du nicht auf Spotify? Maui, warum bist du nicht dort? Step by step. Auf alle Fälle, Fabian fährt hier hin. Hure geiler Klapp hat er. Riesen Bombenkarre. Ja. Ich sehe so Rollstuhl im Kofferraum drin. Ich so, hä? Wie? Kriecht der so hindurch und reißt ihn so, wie läuft das? Und dann habe ich gesehen, dann ist er halt ausgestiegen und hat ihn rausgenommen. Und dann ich so, hä, wie ist das? Und in dem Moment habe ich geschnallt, da ist auch wieder typisch Maui. Nur weil man im Rollstuhl, es gibt ja verschiedene Grade. In dem Fall nehme ich an, bezeichnet man es bei euch auch als Grad. Wie fest man eingeschränkt wird, gibt es Auflagen, dass man sagt, hey, wenn man so stark verletzt ist, muss man so und darf gar nicht mehr laufen. Magst du, weißt du ein bisschen, was ich meine? Was ich herausfinde? Ja. Magst du ein bisschen erzählen, was bei dir genau der Fall ist? Ja, gerne. Und wie fest es dich betrifft? Sicher, ja. Es ist immer ein bisschen schwierig, so Aussagen zu machen, weil ich bin nicht der klassische Rollstuhlfahrer. Ich bin nicht der 0815 Rollstuhlfahrer. Es gibt in dem Sinne nicht Klassifikationen oder wo man sagt, an einem gewissen Punkt bist du im Rollstuhl. Das ist mega individuell. Bei mir ist jetzt die Situation so, es war bei mir ein Geburtsfehler oder ein Geburtsgebrechen, ein Tumor, der Nervenstränge angegriffen hat
und geschädigt hat. Und ich bin ein sogenannter inkompletter Paraplegiker. Ich weiß nicht, ob dir Paraplegiker ein Begriff ist. Schreib doch bitte du, gerade wenn du studieren bist, wenn du sogar gerade an der ZHW studierst, schreib doch du mal unten in Bio, was das für ein Begriff ist oder was das heisst. Weil ich glaube, du wirst ganz, ganz vielen Leuten helfen. Ich selber weiß es nämlich auch noch nicht. Aber ich bin gespannt, was jetzt der Fabian sagt. Genau. Also bei Rückenmarkverletzungen ist es so, es gibt wie 2 Grade, Tetra und Paraplegiker. Tetra sind die 4 Extremitäten betroffen sind, also Bein und Arm, die einträchtigt bis nicht mehr funktional sind. Bei den Paraplegikern ist es wirklich so, wie man sagt, eigentlich ab Bauchnabelregion abwärts. Okay. Und ich bin darum inkomplett, weil ich partiell immer noch meine Beine, meine Unterextremitäten kann brauchen. Aber es ist einfach verminderte Kontrolle, es vermindert das Gespür. Ich habe zum Beispiel sehr starke Spastik. Das heisst, die Muskeln sind konstant angespannt. Ja. Das ist wie eine Fehlinformation zwischen Hirn und Muskeln. Und einerseits ist das mega blöd, weil es kostet mich sehr, sehr viel Energie, um meine Füße zu bewegen. Andererseits ist das der Grund, warum ich laufen kann, weil Muskel angespannt bedeutet Kraft auf den Beinen. Genau. Ein Paraplegiker oder ein Tetra, das ist wirklich fertig. Das ist wirklich ein Querschnitt, darum Querschnitt gelähmt. Ja. Genau. Ist das, also merkst du das? Bist du, weil eben Muskel ist die ganze Zeit angespannt, braucht Energie. Merkst du das auch? Bist du schneller müde? Merkt man das? Wenn man sich im Vergleich siehst mit anderen, die wirklich Querschnitt haben, merkst du das? Also ich denke, jeder, der von einer Behinderung betroffen ist, hat ein reduziertes Energielevel. Ich merke das auch, weil ich mich sehr, sehr fest mit meinem Umfeld vergleiche, das nicht im Rollstuhl ist. Dass ich bin zwar einer der aktivsten Menschen, die es gibt in meinem Umfeld, aber ich merke gleich, dass ich sehr viele Energieressourcen für das aufbrauche. Und darum habe ich zum Beispiel den Rollstuhl. Ich habe die Fähigkeit zu laufen. Ich könnte jetzt auch viel Training investieren und wahrscheinlich 24/7 laufen. Aber es kostet mich Energie, wo ich nicht bereit bin, so viel zu opfern, nur vom Tram bis ins Schulgebäude zu laufen zum Beispiel, oder zum Büro. Es ist ein bisschen Thema Selbstbild. Ich sehe mich selber nicht gerne laufen. Ich finde das nicht schön. Ja. Ich finde das viel, viel eleganter für größere Strecken. Plus halt die Fähigkeit, wie etwas zu tragen. Weil, wenn ich laufe, dann würde ich mit den Stöcken laufen. Dann sind sogar auch noch beide Arme beschäftigt. So kann ich in den Rucksack anfetzen, etwas auf die Schoß nehmen, ein Tablar mit Kaffees für meine Bürokollegen oder was auch immer. Genau. Wo ich gerne nachhaken möchte, ist gerade, du hast so gesagt, du siehst dich nicht gerne laufen selber. Jetzt kommt mir da gerade so ein bisschen das Thema Macht. Du hockst im Rollstuhl, du bist gefühlt einen halben Meter kleiner wie alle. Wenn nicht sogar mehr, macht das ein bisschen etwas mit einem? So immer das anschauen oder jetzt redet man ein bisschen böser mit dir, hat man da schneller Angst? Oder ist das so ein bisschen, hey, du musst jetzt nicht das Gefühl haben, nur weil ich da drin hocke, bist du das Bett. Was ist das so? Spürst du den Konflikt einmal in dir drin? Oder ist das eher am Anfang gewesen? Oder bist du bei dir so, ey, juckt mich gar nicht? Wie ist das so bei dir? Ich denke, erstens einmal tun das Leute wahrscheinlich anders interpretieren, die einen Unfall hatten, wie weder für mich, was seit Geburt normal ist. Also ich habe mit 5 den Rollstuhl bekommen und seither immer wie mehr anfangen zu brauchen. Es war nicht direkt sofort der Rollstuhl. Dass ich auch nicht Angst bekomme vor dem Laufen, das war ganz wichtig in der Erziehung, sage ich jetzt mal damals. Ja. Thema Machtverhältnis. Es ist weniger, ich sage jetzt mal, Macht ist nicht das richtige Wort. Okay. Was zum Beispiel ist zum Beispiel Lautstärke. Gerade wenn du mit 5, 6, 7 Leuten in der Raucherpause bist und du bist einfach da unten, so oft sage ich etwas und es geht einfach bei den Leuten vorbei. So. Ja. Und auch da wieder, ich bin nicht der typische Rollstuhlfahrer, weil in dem Moment stehe ich auf. Also ich stehe dann da aufs Fußbrett und ich tue mit den Leuten plus minus auf Augenhöhe reden, ich bin gleich nicht der Größte, aber einfach so. Das ist der Vorteil, wo meine Behinderung bringt und insofern habe ich ein gutes Tool, um das aushebeln. So. Hat es schon mal Konflikt gegeben mit anderen Rollstuhlfahrern, oder Leuten aus dieser Bubble, die so, dich wie so sehen, so, hey, du bist keiner von uns, weil du kannst ja eigentlich laufen. Was willst du schnurren? Was willst du da im Podcast erzählen über das? Hast du da schon mal was gehabt? Oder gar nicht? Oder sind die alle cool in eurer Bubble? Klar, es gibt immer die 5-10%, die querstehen. Das gibt es in jeder Bubble. Haben wir auch schon mal gehabt. Im Podcast mit Cesi zusammen haben wir über das geredet.
Darum, wie ist das da? Nein, also durch das, dass wir in dieser Bubble von Leuten mit Beeinträchtigungen, wo doch auch einen grossen Teil von meinem Freundeskreis ausmacht, durch das, dass wir alle wissen, wie wertvoll das Gesundheit ist und wie dehnbar dass der Begriff gesund sein ist. Oder? Ich würde sagen, ich bin kerngesund, auch wenn ich meine Beine nicht richtig bewegen kann. Wäre es schon fast ein bisschen absurd, jemanden zu beneiden, nur weil er besser dran ist. Weil dann müsste ich an einem gewissen Punkt wie auch so ein bisschen die Schiene gegenüber euch Fußgänger, wir sagen euch Fußgänger. Dann müsste ich auch wirklich, also mit dieser Logik würdest du ja den Schienenfahrer gegen ihr seid so alle so privilegiert und so weiter und das führt nirgends an. Und es ist aber schon so, eben, ich bin sehr atypisch, auch im Podcast haben wir immer wieder Themen, wo dann mein Partner, also mein Co-Host, der Benji, besagt, à la, ja, aber eben, das ist halt Fäbe-Sache, das will ihr jetzt nicht so nehmen. Bei mir ist das so und so, oder? Einerseits von meiner Einstellung, weil ich einfach sehr viel gleich probiere und mache und eines mehr einfach durchboxen, obwohl es vielleicht auch nicht die beste Idee war, aber weil ich mich einfach nicht ungern lasse, ein bisschen klein machen. Andererseits aber wirklich einfach, weil ich mehr Möglichkeiten habe. Und das merkst du mega auch, wenn ich mit anderen Kollegen unterwegs bin, die im Rollstuhl sind. Du hast jetzt gerade gesagt, so mehr Möglichkeiten. Ich probiere jetzt hier eine Überleitung zu machen in Möglichkeiten im Sinne von ein bisschen mehr Vorteil. Gibt es auch Situationen im Alltag, wo du so ein bisschen, ich stelle jetzt mir gerade so vor, ÖV, pumpenvollen Zug oder so, und dann kannst du so kommen, so, hey, yo, ich ziehe jetzt so ein bisschen so, hey, ich brauche meinen Platz. Ja. Gibt es auch so Situationen, wo du das ein bisschen ausnutzt? Oder ist das selbstverständlich? Sehen die Leute das? Kommst du die Hilfe über? Oder ist das einmal schon? Ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen vor, so, ja, ich habe safe immer einen Platz, die Leute geben schon Platz. Wir haben zum Glück noch die meisten Leute, die, also so sehe ich, die Rücksicht nehmen auf das. Magst du da ein bisschen erzählen? Ja, sicher. Also ich bin einer ich bin einer von denen, der wirklich sagt, ich bin gerne im Rollstuhl. Ich habe es recht gut akzeptiert. Wie es dann ist, wenn mal mein Gesundheitszustand abnimmt, so mit 50, 60 reden wir noch mal drüber. Aber es gibt viele Boni. Der Klassiker ist der Rollstuhlparkplatz. Das ist einfach grossartig, bin ich ganz ehrlich. Vor allem, wenn man in Zürich wohnt. Ja, ja, und auch sonst, oder? ÖV ist jetzt weniger das Ding, weil du musst dich halt gleich zuerst mal durch die Leute durchschieben. Das ist nicht immer einfach. Und es gibt Leute, die machen lieber Platz. Es gibt Leute, die musst dreimal auffordern, bis sie Platz machen. Ich stehe von mir aus auch quer im Gang, das stresst mich jetzt nicht. Wo ich gerne den Rollstuhlbonus tatsächlich ausnutze, ist bei zum Beispiel Konzert oder Ausgang. So ein bisschen das, entweder schauen, dass ich einen geilen Platz habe, wo ich das Konzert gut sehe, weil ich doch an viele Konzerte gehe. Cool. Vielleicht noch eher mal irgendwo in einen VIP-Eingang reinkommen oder so, hat es auch schon gegeben. Liften ist so der Klassiker. Ganz viele Clubs, wo ich war, haben mich dann so ein bisschen Backstage, wo mit dem Lift durchgehen lassen. Cool. Und so Sachen sind dann halt hure geil. Ja, ich bin jemand, wo, wenn's, wie soll ich das formulieren? Wenn es nicht unverhältnismäßig ist, nutze ich den Bonus gern, aber ich lasse überhaupt nicht darauf ankommen. Ja. Also, es ist, ja. Aber es ist auch etwas Menschliches. Also, wenn ich jetzt an mich denke, ich würde es genau gleich machen. Also für da ein bisschen schlängeln und so. Es ist manchmal sogar, es ist manchmal sogar, bei mir gibt es doch eher oft auch das Gegenteil. So ein bisschen das, ich habe sehr, sehr Mühe, Hilfe anzunehmen. Oder so die Goodies. Okay, geil. Ja, ja, nein, erzähl gerne. So die Goodies annehmen oder Hilfe annehmen, das fällt mir teilweise sehr, sehr schwierig. Weil ich messe mich unglaublich stark an meinem Umfeld, wo schon auch Leute im Rollstuhl sind, die aber ihr Leben einfach brutal im Griff haben. Ich habe wirklich unglaublich viel sehr einfach herzensgute und starke Menschen in meinem Umfeld. Und das Gleiche zählt auch für die Fußgängerkollegen, wo ich mir dann teilweise auch manchmal zu viel Druck auflade. Aber eben so, dass zum Beispiel, wo ich arbeite, hat es die Unterführung der einen Seite keinen Lift. Und ich kann nie Nein sagen, wenn mich die Leute fragen, ob sie mich aufstoßen, einfach weil mein Ego sagt, hey Fab, jetzt, du kannst das, ja. Und pusht die einfach durch und so. Ja. Ich stelle im Fall eben, jetzt hast du gesagt, Ego, dein Stolz, wo einmal da ein bisschen führen kommt, so ein bisschen das. Ja, Ego, Stolz und halt schon so ein bisschen das Wollen mitheben, um einfach nicht irgendwann quasi so ein bisschen in die Ausredenshaltung hineinfallen, ich kann doch gar nicht und das ist doch viel zu schwierig, sondern wirklich einfach ein bisschen, ja, blöd gesagt, schon fast das Leben herausfordern, um zu schauen, was geht wirklich so.
Was empfiehlst du gerade jetzt an einer Person, die neu im Rollstuhl ist oder die weiss, ich bin jetzt mal ein Zeitchen im Rollstuhl? Was sind so deine Tipps und Tricks, jetzt gerade, die du dieser Person mitgeben kannst? Das Wichtigste ist getrauen. Sich getrauen. Sich getrauen, vor die Haustür zu kommen. Gerade jemand, der nachher fix im Rollstuhl ist, der vielleicht 20, 30, 40 Jahre ein gesundes Leben hatte. Das ist unglaublich schwierig. Das Selbstbild nimmt gerade nach einem Unfall einen extremen Hit. Den Mut haben, auszuprobieren, informieren. Vor allem auch so ein bisschen Sachen, Thema Peers aufsuchen. Wir haben im Sport, den ich spiele, der eine von unseren Goalies, der ist über 70. Und ja, der ist ein riesen Fetzen. Und der ist mit 40 erst in den Stuhl gekommen. Und ich habe auch mal ein Interview mit ihm gemacht für eine Schularbeit. Und er hat gesagt, das, was ihn wirklich aus dem Seich gezogen hat oder aus der inneren Abwehrhaltung, ist nachher der Sport im Verein. Und er hat fast ein Jahr gebraucht, wo er nur an der Seite war und einfach mal zugeschaut hat, bis er sich nur schon getraut hat, mitzumachen. Aber dass er nur schon das eine Jahr dort auftaucht ist und es klingt, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, denkt man, ja, das ist ja keine Leistung, aber einfach so, dass nur schon da sein, sich getrauen, sich auszuprobieren, nicht Angst zu haben, auf die Leute zugehen, wenn man etwas möchte, Sex auf Kollegen, sagen, hey, ich hätte jetzt Lust mal wieder auf eine Wanderung oder einen Ausflug oder in der ÖV, hey, sorry, kannst du mir schnell über den Randstein helfen, whatever. Ja. Schreib doch du gerade mal da unten in die Kommentare, wenn du es vorher selber gehört am Fabi, sein Kollege, ja Fabi, das ist nur bei dir so, das ist nur bei dir so. Schreib doch du gerade mal unten rein, ob du auch vielleicht jemanden in deinem Umfeld, vielleicht sogar in deiner Familie kennst, der auch betroffen ist mit dem da. Das würde mich mega, mega wundern. Du hast jetzt schon ein paar Mal mir so einen Stein gerührt, eben Peers suchen, Sport, ÖVs. Bist du als Rollstuhlfahrer zufrieden mit der Infrastruktur, was die Schweiz bietet? Oder sagst du, ey, yo, ihr könnt schon ein bisschen mehr machen da? Wie ist das Thema in eurer Bubble drin so? Wie könnt ihr euch überhaupt wehren? Weil ich finde das krass für euch, ihr seid in einer Minderheit. Und Angebot, Nachfrage, ey, yo, ich mache die Türen kleiner vom Zug, dafür kann ich keine Ahnung, 2 Plätze mehr einbauen, weißt du? Geht dann wieder ums Geld. Wie sehen ihr das? Wie könnt ihr euch wehren? Was habt ihr da für? Habt ihr einen Verein? Spannende Frage. Falls jemand per Zufall auch den Wheel Talk kennt und schon ein bisschen unsere Folgen gehört hat, der weiss, wir motzen zum Beispiel sehr, sehr gerne über die ÖV. So ein bisschen, wir haben immer wieder Situationen, eben auch Thema Sicherheitskonzept, die gar nicht auf uns ausgelegt sind. Es gibt schon immer wieder Punkte, wo wir anecken. Und wir reden ja, und das hast du in jeder Diskussion irgendwie, wir reden immer so ein bisschen über das, was nicht gut läuft, das, was schlecht ist, das, was einen aufregt. Ich denke, wenn man so eine Bottomline müsste ziehen, dann ist die Schweiz trotz allem gut unterwegs. Mit Bauvorschriften, jetzt kommen immer mehr Liften an den Bahnhöfen. Und es gibt immer eine Möglichkeit, auch wenn es ein Mehraufwand ist und wenn es manchmal auch ein bisschen unangenehm ist, aber es gibt immer irgendeine Möglichkeit, teilzunehmen. Ich denke, das ist doch auch so ein bisschen, das darf man so sagen. Natürlich bitte im Hinblick darauf, dass ich erstens Para bin, ein bisschen aufstehen kann und auch, ich kann zum Beispiel nicht aus der Sicht von jemandem mit einem Elektrorollstuhl reden, weil ich meine, eben der da, ich kann den selber kippen und ich komme ohne Probleme über einen Randstein drüber. Ein Elektrorollstuhl schafft das nicht. Ja, ich weiss nicht mehr, die sind 60 bis 80 Kilo schwer, das schaffst du einfach nicht. Darum, ich kann vor allem so ein bisschen für mich als Rollstuhlfahrer reden, wo ich sage, hey, irgendeinen Weg gibt es immer. Das, was wirklich ein bisschen aufstößt, sind eben so die ÖV. Weil auch jetzt, eigentlich hat ja die Schweiz bis Ende letztes Jahr, ist es, glaube ich, oder vorletztes Jahr sogar, oder Anfangs letztes Jahr, müsste die komplette ÖV gemäss dem Abkommen mit der UN auf Rollstuhl gerecht machen. Das ist hin und vorne nicht gegangen. Ich habe immer auch ein gewisses Verständnis mit, hey, das ist mit Kosten verbunden, mit Planung. Gewisse Sachen laufen nicht so, wie man sich denkt. Aber ich finde es gleich schade, dass wir in der Schweiz noch nicht an dem Punkt sind, während es andere Länder gibt, die dort schon bedeutend besser sind. Oh, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, die Schweiz ist jetzt wirklich einer, der ein bisschen Vorreiter ist oder so. Hey, eben, gell? Also, wir vergleichen da Wohlstand mit Wohlstand, das muss ich auch noch sagen. Oder? Wenn ich jetzt zu meinen Verwandten in Spanien runtergehe, ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ich habe vor, nach meinem Studium reisen, so ein bisschen Osten von Asien.
Ich habe keine Ahnung, was mich in Thailand und in Indonesien begegnen wird. Das wird wahrscheinlich hure harzig, das weiß ich jetzt schon so. Ja. Und ich finde das mega geil, aber verglichen mit dem sind wir ein Paradies, oder? Das finde ich aber auch musst geil, du dass sehen. du das vorhast. Hey, Ja, geil. ist geil. Das ist ja voll Freu mich rausgekommen. Ich habe gesagt, ey, schreib doch, wenn jetzt du sogar selber gerade auch in einem Rollstuhl bist, schreib doch bitte, jetzt kann man deine Reaktion und ich könnte mal, also ich würde nie auf die Idee kommen, wäre ich im Rollstuhl Auslandsreise machen oder so. Boah, aber krass. Und gute Reisetipps, wenn ihr habt. Auch nicht rein, bitte. Ist gut. Ja, nein. Bockt. Du hast es vorher auch angesprochen, Peers, Sport. Wie läuft das? Sind die Angebote für Leute wie ihr, die betroffen sind? Ist es schwierig? Wie geht das? Wie könnt ihr Sport machen mit dem? Was für einen Sport machst du? Ja, also die Angebote sind sicher rum. Auch die Schweiz ist da relativ ein guter Vorreiter, was das anbelangt. Wir haben die Schweizer Paraplegikervereinigung. Ich weiß nicht, ob ihr die etwas sagt. Sie haben Ja. in Nottwil ein riesiges Zentrum mit Medizinforschung und auch dort wird der Sport brutal gepusht, neben der Klinik und was die so schon alles dort haben. Unser Club wird auch von denen unterstützt. Cool. Auch, dass ich den Trainer auch machen kann, läuft über die und so. Ja. Und die Angebote sind eben praktisch jede größere Stadt hat einen Rollstuhlclub, wo sich die Leute für entweder Polysport oder ein bisschen vertiefte Sportarten anmelden. Bei uns hast du Badminton, Rugby, Unihockey, so was haben wir noch? Handbike, also Rollstuhl-Velofahren. Das ist recht breit. Und insofern die Angebote sind Das Ding ist einfach, die sind halt entweder sehr regional gehalten oder du musst sehr darum kämpfen, dass du es auch so austragen kannst. Du hast gerade angesprochen, ich spiele selber Unihockey, also Para-Floorball. In der Halle mit klassischen Unihockey-Schlägern. Ich habe einen Sportrollstuhl, der erstens ein bisschen wendiger ist, zweitens ein bisschen sturzsicher, dass du nicht gerade bei jedem Aufprall rausgehst. Du hast die Füße vorne geschützt, damit sie nicht beim Zusammendonnern also die Füße verhaust. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren in diesem Sport. Und es ist so ein bisschen der Trainer, der mich dort großgezogen hat und immer noch bei uns ist, der Stefan. Der hat die Gruppe gegründet. Mega schön. Und wir sind von 8 Teams, die dann irgendwann mal in der Schweiz waren, mittlerweile auf 2 runtergerutscht. Weil einfach, wir haben Ambitionen gehabt, zum professionell zu spielen, die anderen haben es als Plausch gesehen. Und wenn du dann einfach 4-mal im Jahr an ein Turnier gehst, wo du von Teams 12-0 in einem 15-Minuten-Match verrissen wirst, das haben sie dann einfach nicht mehr gefühlt. Ja. Und darum ist es wie so, und gerade wenn du professionell gehst, ich höre das von allen Sportarten. Und es ist eigentlich etwas mega Schönes, aber wir haben zu wenige Rollstuhlfahrer. Ja. Wir können nicht 7-8 Ligen parallel laufen lassen, wie es der Fußgängersport macht. Auch der muss ja teilweise kämpfen. Oder? Ich meine, das Fußgänger-Unihockey hat jetzt eine kleine Welle aufbekommen, ist aber lange auch eher so ein bisschen einfach in der eigenen Bubble am Rumtümpeln gewesen. Und uns geht es genau gleich. Also, wir haben Zürich und Thurgau, eben die 2 Teams, die zusammen professionell trainieren, müssen fusionieren und sind dann ins Ausland an internationale Turniere, damit wir überhaupt mal Competition hatten. So. Genau. Ja, krass, aber finde ich schön, dass das Angebot so da ist und dass man auch international so zusammen schafft. Finde ich mega, mega schön. Ja, es braucht einfach mega Engagement von allen, die mitmachen. Das ist halt, oder? Also ich meine, unser Trainer war lange auch noch Captain gewesen, dann unser Captain jetzt ist sonst auch noch Spielertrainer. Der jetzt uns trainiert, ist lange Hauptspieler gewesen. Also wir sind wie alle in einer Mehrfachfunktion. Eben der Captain ist auch noch der Finanzzuständige oder so ein bisschen Sponsorenbeauftragte, dies, das. Wir machen bei alles ein bisschen, ich jetzt weniger, aber die meisten haben ein recht grosses Engagement auch neben dem Feld. So. Die Strukturen mega sind interessant. Nicht so. Genau. Vorher hast du gerade noch gesagt, Engagement. Wie ist das so ein bisschen, um da ein bisschen jetzt den Maui führen, den Gewundere, zahlenmässig da, Versicherung, Kosten, wirst du da grosszügig unterstützt von der Schweiz, Kanton? Ich weiß nicht mal, wer dir da Gelder geben? Oder bist du da, hey, yo, Krankenkasse schaut ein bisschen rein, mehr nicht? Wie sieht das bei dir aus? Weil ich nehme an, das verheizt viel Geld im Monat, nehme ich an. Ja und nein. Der Sport an und für sich, wie gesagt, Nottwil unterstützt die städtischen und kantonalen Sportclubs. Sie unterstützen, sie stellen Ausbildungen für Trainer, wie ich es jetzt zum Beispiel auch mal die erste Stufe gemacht habe. Sie geben Beiträge an den Verein. Also es gibt Auflagen, die du erfüllen musst
Und pro Sportart, die du anbietest, musst du so und so viele Anzahl Teilnehmer haben über diesen Zeitraum und dann geben sie den Beitrag und das so ein bisschen querfinanzieren. Unser internationaler Sport, da hocken wir sehr, eben, wir haben ein paar Sponsoren, Volk ist dort sehr, sehr gross, Adecco ist dabei. Und viel aber zahlen wir auch selber, wirklich aus der eigenen Tasche. Und es ist insofern mit Kosten verbunden, dass halt einfach die Reisen sehr teuer sind, weil du musst überlegen, jeder Spieler hat dann 2 Rollstühle dabei, also der normale und der Sportrollstuhl. Ja. Jeder hat eine Schlägertasche dabei. Im Idealfall noch selber einen Koffer oder eine kleinere Tasche. Das macht schon 4 Gepäckstücke für ein 10-köpfiges Team. Finden mal eine Fluggesellschaft, die das mitmacht, oder wenn wir auf Schweden gehen. Wir haben jetzt gerade letztes Jahr die Weltmeisterschaft in Schweden und haben über das Crowdfunding müssen, uns zu helfen wissen, damit wir das nachher organisieren können. Hat super geklappt, falls es irgendjemand gehört, danke euch viel mal. Ja, aber es ist schon sehr, auch da wieder so ein bisschen um Ressourcen kämpfen, zusammenlegen, selber reingeben. Das ist schon ein grosser Teil davon. Okay. Aber in dem Fall ist es wirklich so, wenn man um Hilfe fragt, jetzt gerade auch Thema Geld, da kommt man über. Da wird auch eben jetzt, gerade so, vorher erzählt, es kommt jemand Spenden, die Leute helfen gerne. Es ist nicht so, hey, yo, die Leute im Rollstuhl sind uns egal, die sollen jetzt selber da schauen, wie sie um Köln kommen. Kann ich nicht so viel sagen, muss ich ehrlich sein, eben weil ich einfach jetzt gerade in der Finanzplanung überhaupt nicht involviert bin bei unserem Team. Es ist schon schwierig, Sponsoren zu akquirieren. Wir merken, dass es nicht einfach ist. Ja, du musst ein bisschen wissen, ich nehme an, eben, ich mache das Ganze nicht selber, ich nehme an, du musst wissen, wie dich ein bisschen verkaufen und ein bisschen profilieren. Du musst wissen, ganz klar wissen, was brauchst du, wie kannst du Kosten auch reduzieren. Ja, es ist, kann ich jetzt wirklich leider gar nicht so viel dazu sagen. Ja. Alles gut. An dieser Stelle, wir kommen jetzt schon langsam an den Schluss an. Ich habe die ganze Zeit probiert, einen Punkt zu finden, wo ich einhaken kann, weil wenn du am Anfang gut zugelassen hast, am Mittwoch habe ich gesagt, ich hatte mal einen Berührungspunkt gehabt. Und zwar habe ich selber mal, ich habe ein Projekt gemacht, dort mal in der SEG, wo ich gesagt habe, 3 Tage Rollstuhl. Und dann bin ich auch im Rollstuhl. Ich wohne gerade neben der Schule. Also vorhin einfach immer über die Straße, zack, über. Und ja, ich weiss doch genau, da hat das losgegangen. Also 3 Tage, wenn ich richtig rechnen kann, sind das wie viele Stunden? Ui, 72, glaube ich. Genau. Und ich weiss noch, Wecker gestellt am Morgen, transferiert, wenn wir schon in der Fachsprache sind. Stark, sehr gut, sehr gut. Dann aus dem Haus. Und dann ist es schon losgegangen, so, nicht da mit schnell über die Straße. Fußgänger, wie du sagst, dann diesen hier da, und das ist im Fall noch recht gewagt, an der Straße, diesen hier, mit der Begründung, hey, wenn du hinten raustätst, kein Parkettboden, das ist her. Hey, und also am meisten hat mich wirklich mögen, dass du bist wirklich, also du hast dich wieder gefühlt wie, ja, mal, wenn du noch ein bisschen Retro magst, vielleicht du auch, wenn du in der Kita einmal warst und die Erwachsenen hast immer raufgeschaut. Und wirklich, also schon etwas macht etwas mit einem. Aber eben, wie gesagt, man gewöhnt sich sicher auch daran und man weiss sich ja dann, wie zu wehren. Das ist wirklich, also sehr, kann ich nur jedem empfehlen, ist eine riesige Erfahrung und öffnet wirklich den Horizont. Ich würde aber jetzt gerne zum Schluss noch ein anderes Thema anschneiden. Wie ist das so ein bisschen Dating-Leben mit dem da? Ist das easy, gut gemacht? Bleibt man da in den Peers oder findet man da leicht auch andere Leute? Wie läuft das so? Ja, das Dating-Leben. Also in den Peers bleiben eher nicht. Weil es ist doch einfach angenehm, wenn du jemanden um dich herum hast, der einfach weniger eingeschränkt ist als du, wo gleich einfach mal nur schon zum Beispiel so ein Thema kochen, wenn ich irgendwann mal einfach nicht mehr mag stehen, nicht einmal, weil ich nicht will quasi für eine Person kochen, sondern oder haushalten. Ich bin ja noch nicht ausgezogen, ich werde mir noch Strategien aneignen und dann würde ich das vielleicht auch wieder ganz anders beantworten, aber gleich, es tut sehr gut, wenn du jemanden hast, der keine Einschränkung hat. So. Ja, für mich, hey, wenn ich so ein bisschen auf meine Peers schaue, ich habe viele Kollegen, die sehr erfolgreich am Daten sind, die das tiptop machen. Ich merke bei mir manchmal so ein bisschen Thema Selbstbild ist schon steht im Weg. Da hast du deine Plattform und swipest da durch und dann hat einer nur schon ein Foto von den Bergen drin und steht vielleicht unter einer Naturfreundin und dann kommen bei mir und das ist völlig
eigentlich doof, das ist mir völlig bewusst so. Aber dann kommt bei mir gerade so ein, oh, das kann ich der vielleicht gar nicht bieten und was ist, wenn das mega wichtig ist. Und ja, krass. dann hast du gerade wieder so ein Hindernis oder eine Blockade. Und ich stehe mir da fest selber im Weg, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ist für mich mega das Thema gewesen, in den letzten 1-2 Jahren. Bin ich mich auch wieder ein bisschen am Antasten. So. Und ich hatte schon Beziehungen, die super funktioniert haben, die sehr, sehr schön waren. Und nicht wegen dem Rollstuhl auseinanderziehen, wo das auch nie ein Problem war. So. Und wenn, dann mehr für mich als für die andere Person, was eigentlich auch noch krass ist. Ja, aber ich denke, das ist wie bei jedem anderen auch. Oder? Es gibt Leute, die haben das Ur-Selbstvertrauen drin, die das super abspielen können. Es gibt Leute, die eher ein bisschen Mühe damit haben. Dann gibt es Ausseneinflüsse von der Gegenperson, die besser oder schlechter darauf reagiert. Ja. Mega, mega, mega spannend. Ultra interessant. Stimmt, weil wenn du ja... Eben, du schaust das Bild an, wenn du da leidenschaftliche Wanderin und dann stimmt, ja, fuck. Gondeli, Berge. Wenn es ein Gondeli hat, ist ja noch schön, da ja, kommst du voll, ja noch rein, voll, aber voll. der Abstieg Ja. ist das Voll. nächste Thema, ja. Also, und es ist schon so, gell? Es gibt Leute, die haben gar keine Berührungspunkte. Meine letzte Beziehung, die war grossartig, die hat das völlig easy genommen, hat das auch mega geschätzt, die Eigenheiten und so. Ich hatte einen Kollegen, der war im Daten und also sie waren noch nicht zu Berlin, aber da hat die Person das Ganze wie aufgelöst mit der Begründung, ich will nicht, dass meine Kinder einen Vater im Rollstuhl haben. Oh. Ja, es gibt, du triffst ein bisschen auf alles, oder? Hey, nein. Es kann schon auch ein Faktor sein, so dass, ja. Aber auch da wieder, getraut euch. Cool. Macht einfach. Es ist, hey, ja. Die Zeit ist gerannt. Fabian, die Zeit Crazy. ist gerannt, wirklich. Ich 6 Fragen, 2. 2 konnte ich stellen. Das ist wirklich krass. Ja, das steht nach einem Comeback, oder? Müssen wir wirklich bitte schreib unten ein, welche Frage dich jetzt noch brennend interessiert hat. Ich hätte so gerne das Thema noch aufgemacht, posten gehen. Wie ist das, wenn er da etwas aus dem Regal oben, wie läuft das? Wie läuft das? Das jetzt, aber eben, die Zeit ist durch. Letzte Wort gehört dir, Fabian. Letzte Wort. Ja, danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr zugelassen habt. Supportet den Maui. Danke er hat vielmals. das super vorbereitet, organisiert. Das war cool. Hört den Wheel Talks, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Fragen zum Sport habt und so weiter, kommt auf mich zu. Vielleicht auch ein Rollstuhlfahrer, der etwas ausprobieren möchte. Würde uns sehr freuen. Ja, und falls man sich mal über den Weg läuft, dürft ihr gerne Heu sagen. Cool. Ihr findet alles unten. Abonnieren, Glocke aktivieren, Like oder Daumen gegen runter. Natürlich lieber den Like. Er macht schon ganz langes Herz. Haut rein und Peace. Bis nächste Woche. Tschüss. Danke euch.